Streame preisgekrönte HBO-Serien, brandaktuelle Filme kurz nach dem Kino-Release oder Sportevents mit Wow. Was damit alles möglich ist, wie alles funktioniert und ob es sich lohnt, das erkläre ich dir in diesem Tutorial. Als erstes gebe ich dir einen Überblick über alle Abos und Preise von Wow. Dann erstellen wir gemeinsam einen Account und richten diesen ein. Dabei werfen wir einen genauen Blick auf die unterschiedlichen Pakete, den Player und die App. Abschließend zeige ich dir noch, wie wir unseren Account und dessen Einstellungen verwalten können. Du kannst auch über die Timeline oder Beschreibung zu einem bestimmten Punkt springen. Falls dich die anderen gängigen Streaming-Anbieter auch interessieren, findest du zu diesen ebenfalls Tutorials auf meinem Kanal. Wow, ehemalig bekannt als Sky Ticket, ist ein Online-Streaming-Angebot von Sky Deutschland. Es ermöglicht uns Serien, Filme und Sportevents über die Website oder App auf allen unseren Geräten zu streamen. Die meisten Inhalte stehen auf Abruf bereit. Dazu kommen zusätzliche Livestreams, die sich vor allem auf Sportevents konzentrieren. Wir können in jedem Abo auf bis zu 2 Geräten gleichzeitig streamen und auf bis zu 5 Geräten aktiver angemeldet sein. Über die App können wir Inhalte auch herunterladen und offline schauen. Schauen wir uns als nächstes die Pakete und deren Kosten an. Für alle Serienfans gibt es das Wow-Serien-Abo für 7,99 € pro Monat. In diesem sind alle Serien, die auf Wow angeboten werden, enthalten. Für 2 € mehr, nämlich 9,98 €, erhältst du auch zusätzlich noch Zugriff auf über 1000 Filme und einige Neuerscheinungen direkt kurz nach dem Kinostart. Die beiden Abos sind monatlich kündbar. Wer das Sportangebot nutzen möchte, erhält Wow Live Sport für 29,99 € im unverbindlichen Monatsabo oder für 24,99 € pro Monat im Jahresabo. Alle Abos sind ausschließlich über die Website abschließbar und können mit Kreditkarte, PayPal, SEPA-Lastschrift oder Klarna bezahlt werden. Um Wow nutzen zu können, müssen wir einen kostenlosen Account erstellen und ein Abo abschließen. Dafür klicken wir einfach auf den ersten Link in der Beschreibung, über den wir auf die offizielle Website von Wow kommen. Hier sehen wir auch nochmal alle Abo-Optionen und gegebenenfalls aktuelle Sonderangebote. Haben wir ein passendes Abo für uns ausgewählt, müssen wir einen kostenlosen Account erstellen oder uns mit einem bestehenden anmelden, um loslegen zu können. Sind wir neu bei Wow, müssen wir unsere persönlichen Daten eingeben. Unsere angegebene E-Mail-Adresse und unser Passwort fungieren zukünftig als unsere Login-Informationen. Zusätzlich müssen wir auch unsere Rechnungsadresse angeben. Die Rechnungen erhalten wir aber bequem per E-Mail und nicht per Post. Um die Registrierung abzuschließen, geben wir dann noch unsere Zahlungsmethode an, bei der wir zwischen Kreditkarte, PayPal, SEPA-Lastschrift oder Klarna wählen können. Jetzt können wir im letzten Schritt noch unsere Jugend-PIN sehen und direkt ändern sowie einstellen, ab welcher Altersstufe er eingegeben werden muss. So einfach haben wir jetzt einen Account erstellt und können uns mit unserer E-Mail-Adresse und unserem Passwort auf allen Geräten anmelden und direkt anfangen, loszuschauen. Nun haben wir das Serien- und Filmabo gebucht, doch wissen noch nicht, wie wir es nutzen können. Ich zeige dir jetzt, wie alles über die Website geht, aber auch über die App auf unserem Smartphone, Tablet oder TV-Gerät funktioniert alles sehr ähnlich. Melden wir uns auf der Website mit unserem Account an, befinden wir uns direkt auf unserer persönlichen Startseite, auf der wir aktuelle Highlights, aber auch personalisierte Empfehlungen sehen können. Alle Inhalte werden uns standardmäßig in einer Kachelansicht präsentiert. Über die Suche am oberen rechten Rand können wir aber auch nach einer bestimmten Serie, Film oder Live-Event suchen. Klicken wir einen Titel an, können wir ihn direkt abspielen oder auf unsere Merkliste setzen. Alle unsere gemerkten Inhalte finden wir am oberen rechten Rand unter unseren Inhalten. Hier sehen wir auch alle Titel, die wir bereits angefangen haben zu schauen und können sie hier direkt weiterschauen. Haben wir eine Serie angeklickt, sehen wir unter der Beschreibung auch alle verfügbaren Staffeln und Folgen. Steht hinter einem Titel in Klammern OV, bedeutet das, dass der Titel aktuell nur in der Originalsprache und nicht in deutscher Synchronisation verfügbar ist. Über das Menü am oberen linken Rand können wir dann auch in die speziellen Serien-, Film- oder Sportbereiche wechseln. Dort sehen wir dann nur Titel, die in den zugehörigen Abos verfügbar sind. Hier können wir in jedem Bereich auf einen Live-TV-Bereich zugreifen, in dem wir alle im Abo inbegriffenen Sky TV-Sender live streamen können.
Im Menü haben wir auch einen Extrabereich mit Inhalten für Kinder. Dort können wir außerdem auch auf unsere Merkliste und angefangenen Inhalte zurückgreifen. Doch welche Inhalte sind jetzt konkret im Serien- und Filmabo inbegriffen? Im Serienabo sind viele exklusive Sky-Originalserien inbegriffen, aber auch einige erstklassige HBO-Serien sind hier seit Jahren exklusiv verfügbar. Beispielsweise alle Staffeln von Game of Thrones, Westworld, Succession und Euphoria. Neue HBO-Inhalte sind hier oft auch direkt nach US-Start verfügbar. Und seit neuestem sind auch Serien vom amerikanischen Streaming-Anbieter Peacock im Wow-Serien-Abo enthalten. Im Filmabo finden wir tausende Filmklassiker. Das Besondere hier ist aber, dass man einige aktuelle Kinofilme schneller als bei anderen Streaming-Anbietern direkt im Abo anschauen kann. Beispielsweise den neuesten James Bond oder Spider-Man-Film. Hier ändert sich das Angebot aber häufig, deswegen rate ich dir einfach selbst nachzuschauen, was für Titel gerade verfügbar sind und abzuschätzen, ob du den einen oder anderen Titel gerne sehen würdest. Auf den Katalog kannst du nämlich auch ohne Konto zugreifen und erstmal alles durchstöbern. Erst wenn du einen Titel abspielen möchtest, musst du dich mit einem Account anmelden und ein aktives Abo abgeschlossen haben. Neben den Serien und Filmen können wir bei Wow auch Live-Sport abonnieren und schauen. Diese Inhalte finden wir in einem eigenen Bereich in der Oberfläche. Hier sehen wir auf einen Blick, welche Übertragungen in der nächsten Zeit geplant sind, sowie einige Highlights vergangener Live-Übertragungen. Die meisten Live-Inhalte kann man aber in der Regel nicht nochmal nachträglich in voller Länge anschauen. Du solltest das Abo also nur abschließen, wenn du die Events wirklich live schauen willst. Im Live-TV-Bereich können wir dann auf den kostenlosen Sky Sport News-Sender zugreifen, den du auch im Free-TV empfängst, sowie auf einige der Pay-TV-Sportsender von Sky. Dazu gehören beispielsweise die verschiedenen Bundesliga-Sender, einen Formel-1-Sender und Sender zu vielen weiteren Sportarten. Hier muss man aber dazu sagen, dass im Sport Übertragungsrechte oft die Anbieter wechseln. Du solltest dich also immer selbst informieren, für welche Sportereignisse und Ligen sich Sky bzw. Wow die Rechte gesichert hat. Das kannst du ganz einfach über den Link in der Beschreibung erledigen. Vollkommen kostenlos und ohne Abo. Doch wie können wir jetzt Inhalte abspielen? Wollen wir Wow am Computer nutzen, müssen wir das Wow Player Programm erst einmal herunterladen und auf unserem PC installieren. Anschließend können wir über die Website einen Inhalt starten. Dadurch wird der Player auf unserem Gerät gestartet und die Serie, der Film oder der Livestream direkt abgespielt. Fahren wir mit der Maus über den Player, können wir in der Mitte den Inhalt pausieren oder fortsetzen, sowie über die Pfeile vor- oder zurückspulen. Am unteren Rand gibt es auch eine Timeline. Über diese können wir die verbleibende und bereits abgespielte Zeit sehen und zu einem beliebigen Zeitpunkt springen. Am oberen Rand können wir dann noch die Lautstärke einstellen, sowie zwischen allen verfügbaren Untertiteln und Sprachen des Inhalts wechseln. Die meisten Inhalte sind in Deutsch und der Originalsprache verfügbar. Ganz rechts können wir auch in einen Vollbildmodus wechseln. Sind wir am Ende eines Titels, wird uns die nächste Folge oder ein anderer ähnlicher Titel direkt vorgeschlagen. Diese können wir dann auch direkt abspielen. Möchten wir die Inhalte auf unserem Smartphone oder Tablet anschauen, können wir das über die offizielle Wow-App machen, welche wir einfach aus dem App Store herunterladen können. Hier melden wir uns einmalig an und können dann auf alles zugreifen. Der Vorteil der App ist zudem, dass wir Inhalte auch herunterladen können, indem wir auf den Pfeil nach unten neben den Inhalten klicken. Diese sind dann für eine begrenzte Zeit auf unserem Gerät verfügbar und können ohne Internetverbindung abgespielt werden. Alle heruntergeladenen Inhalte finden wir dann unter unseren Inhalten am oberen rechten Rand. Diese können wir natürlich auch wieder löschen. Ein Download ist für 30 Tage aktiv und sobald wir ihn starten, haben wir 48 Stunden Zeit, ihn anzuschauen, bis er abläuft und wir ihn erneut herunterladen müssen. Starten wir einen Titel über die App, können wir die gleichen Funktionen wie am Computer nutzen. Wir können aber zusätzlich bei Serien unter der Timeline auch weitere Episoden anzeigen lassen, direkt zu anderen bereits angefangenen Inhalten springen sowie unsere Merkliste oder ähnliche Titel aufrufen. Auf dem Fernseher kannst du Wow entweder über die Wow Smart TV App oder über einen Streamstick wie einen Google Chromecast, Fire TV oder Apple TV schauen. Hier kannst du dann von der Smartphone-App die Inhalte auf deinen Fernseher pushen. Das geht über das Streaming-Symbol im Player der App. Werfen wir abschließend noch einen Blick in unsere Account-Einstellungen.
Diese finden wir direkt über unserem Konto am oberen rechten Rand im Menü. Auf der Übersichtsseite sehen wir, wann unsere nächste Abozahlung ansteht und können alle Rechnungen noch einmal abrufen. Dort sehen wir auch, welcher Betrag als nächstes abgezogen wird und können neben vergangenen Zahlungen auch unsere Zahlungsmethode verwalten. Unter Meine Abos und Geräte können wir unser aktuelles Abo einsehen und zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigen sowie einen Gutschein einlösen. Auch weitere Abos können wir hier einfach dazu buchen. Unter Geräteliste verwalten können wir alle Geräte sehen, auf denen wir angemeldet sind. Wir können uns auf 5 unterschiedlichen Geräten anmelden und auf bis zu 2 gleichzeitig streamen. Sollten wir uns bereits auf 5 Geräten angemeldet haben und melden uns dann auf einem 6. Gerät an, werden wir automatisch auf dem am längsten nicht genutzten Gerät abgemeldet. Wir können pro Monat zudem nur 5 neue Geräte registrieren. Unsere persönlichen Daten können wir dann noch unter Mein Konto verwalten. Dort können wir auch unser Login-Passwort ändern und festlegen, worüber wir per Mail benachrichtigt werden möchten. Hier können wir auch unsere Standardsprache und Untertitel für unseren Account aktivieren. Unter Einstellungen und PIN können wir zudem auch unsere Jugendschutz-PIN ändern, sowie eine PIN für Zahlungen hinzufügen. Wenn du deinen Account komplett löschen willst, darfst du kein aktives Abo mehr haben und musst ein bestimmtes Formular im Hilfebereich von WOW ausfüllen. Einen Link dazu findest du in der Beschreibung. Jetzt weißt du, wie du Serien, Filme und Live-Sport mit WOW einfach streamen kannst. Über den ersten Link in der Beschreibung kannst du meistens mit einem Sonderangebot direkt durchstarten. Für mehr Tutorials zu unseren anderen Streaming-Anbietern wie Netflix, Disney Plus oder beispielsweise Prime Video findest du auch ausführliche Tutorials auf meinem YouTube-Kanal. Falls du noch Fragen oder Feedback hast, schreib gern einen Kommentar.